Hallo zusammen. Freut mich, dass so viele sich für das Thema Catena X interessieren und eben auch ganz speziell für das Webinar von uns, von der Polygram-Seite. Heute geht es um das Thema Catena X einfach erklärt, was man rund um Catena X wissen muss. Kurze Einleitung zu mir. Ich bin Tatjana Wiest und freue mich heute, unsere Webinarreihe zu Catena X fortzuführen. Wir hatten schon mal eins und das ist jetzt quasi nicht direkt Teil 2, aber einfach ein weiteres Webinar, wo wir sagen oder wo wir mitbekommen haben, dass da der Bedarf da ist, Catena X zu erklären. Ich bin seit Februar bei Polygram tätig und betreue den Bereich Catena X vollumfänglich. Mein Hintergrund ist informationstechnisch durch Beruf und Studium und deshalb freut es mich umso mehr, dass ich in die Community bei Catena X reingekommen bin. Es ist ein sehr, sehr schönes Umfeld und macht sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich, heute das Thema Ihnen allen näher zu bringen. Mein persönliches Ziel mit den Webinaren und auch Posts bei LinkedIn, Videos bei YouTube, Podcasts ist, das Thema einfach Unternehmen näher zu bringen und auch die Angst vor dem Thema zu nehmen, weil es immer häufiger angesprochen wird und selten aber meiner Meinung nach so erklärt wird, dass man wirklich versteht, um was es denn überhaupt geht. Deshalb sind wir heute hier. Bevor wir bei Catena X starten, möchte ich eben auch einen kurzen Einblick geben zur Agenda. Wir werden heute besprechen so ein bisschen die Geschichte von Catena X, was ist der Ursprung, wie kam es zu Catena X, wer sind die Partner, aber auch was ist das Ziel mit Catena X. Ganz besonders ein Fokus liegt auch darauf, ist alles heute verständlich zu erklären. Deshalb gehe ich auch auf gewisse Begriffe detaillierter ein und auch das Thema, wie Daten geteilt werden und was eben der große Vorteil ist bei Catena X. Wie kommt es denn dazu, dass alles so einfach ist und dass man Zeit und Kosten spart? Das wird heute erklärt. Und am Schluss eben zusammengefasst, warum es sich lohnt, bei Catena X mitzumachen. Starten wir noch in eine kurze Vorstellung, wer ist überhaupt Polygram? Ich habe gesagt, ich bin seit Februar mit dabei, aber Polygram gibt es natürlich schon länger, schon seit über 12 Jahren und wir sind inzwischen ein tolles Team von über 40 Kollegen. Unsere Kunden sind aus dem Mittelstand, aber auch Weltkonzerne, die uns seit vielen Jahren treu sind und uns mit sehr, sehr guten Zufriedenheitsskalen oder Punkten bewerten. Hier auch ein Auszug von unseren Kunden, die wir betreuen über die letzten Jahre und auch ein kurzer Einblick über alle Technologien, die wir grundsätzlich anbieten, wo wir unsere Expertise aufgebaut haben. Für mich persönlich natürlich der Fokus auf Catena X, wo wir Vereinsmitglied sind, aber auch qualifizierter Advisory Provider, bedeutet ein Beratungsunternehmen, das sich qualifiziert hat zum Thema Catena X. Und wir sind auch zertifizierter Partner, um sie bei Catena X technisch anzubinden. Genau, dann steigen wir ein zum hauptsächlichen Thema, nämlich Catena X einfach erklärt. Eben das Thema Geschichte. Wo kommt Catena X her? In Deutschland, aber auch allgemein in der EU gibt es und wird es auch immer mehr Richtlinien und Vorgaben geben, an die sich Unternehmen halten müssen. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgezeigt, die Sie wahrscheinlich besser kennen als ich. Unter anderem das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, aber auch Corporate Sustainability Reporting Directive, die alle darauf hinaus oder darauf abzielen, dass die Unternehmen immer mehr Transparenz darüber geben, wo kommen die Produkte her, wo kommen die Rohstoffe her, ist das alles geht das alles mit rechten Dingen zu und genau, das hat natürlich das Ziel, die Themen wie Nachhaltigkeit, aber auch Rückverfolgbarkeit voranzutreiben, wo wir uns mit Sicherheit alle einig sind, dass das sinnvolle Ziele sind,
aber es macht eben das Leben von Unternehmen nicht unbedingt einfacher, wenn man sich an diese immer wieder neuen und Anpassungen an diese angepassten Richtlinien anpassen muss. Und genau, deshalb kamen auch Unternehmen in der Automobilbranche zusammen, haben gesagt, das wird immer mehr, wir kriegen immer mehr das Feedback, dass es zu bürokratisch zugeht, es ist alles zu kompliziert. Und in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, hat man nach und nach festgestellt, dass man es einfach nicht alleine schaffen kann und dass man sich gemeinsam diesem Problem stellen möchte. Und das war schlussendlich die Motivation für die ersten Schritte in Richtung Catena-X. So, die Geschichte. Es ist so gewesen, es war einmal, viele Unternehmen in der Automobilbranche, die eben festgestellt haben, es wird immer komplizierter. Und man muss einen Weg finden, wie man diese ganzen bürokratischen Anforderungen, was ja hauptsächlich Informationen sind, die immer mehr miteinander geteilt werden sollen, wie man das so einfach wie möglich gestalten kann. Und wie gesagt, man hat festgestellt, das kann nicht jeder sein eigenes Ding durchziehen, es kann nicht jeder Automobilhersteller seine eigene Plattform bauen oder jeder eine IT-Firma eine IT-Lösung bauen, sondern man muss das gemeinschaftlich lösen. Und deshalb hat sich da ein gewisses ich nenne es mal, eine gewisse Gruppe hat sich da zusammengetan, hat auch mit der deutschen Bundesregierung zusammen einen Förderantrag gestellt und hat dadurch einen Fördertopf erhalten, der das Catena-X-Konsortium mitfinanziert hat. In diesem Konsortium, wo eben dann das Ziel war, eine Catena-X-Plattform zu schaffen, also eine Basis für alles, was jetzt heute zur Verfügung steht. Diese Basis wurde in diesem Konsortium geschaffen mit circa 750, ich habe auch schon gehört, bis zu 1000 aktiven Beteiligten. Wurde 3 Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet, um das auszuarbeiten. Wie kann man gemeinsam vereinfacht Daten austauschen? Das war das große Ziel. Und parallel wurde auch ein Verein gegründet, der Catena-X Automotive Network e.V., weil es notwendig ist, damit Unternehmen zusammenarbeiten dürfen, ohne kartellrechtlich Probleme zu bekommen, braucht es diesen kartellrechtlich sicheren Rahmen, was dieser Verein schafft. Deshalb wurde relativ zeitgleich, 2021, auch der Catena-X-Verein gegründet. Der hat inzwischen 200 Mitglieder und 14 Angestellte. Die Angestellten kümmern sich um Themen wie das Release-Management von der Software selber, aber auch Öffentlichkeitsarbeit und natürlich verwalten die Mitglieder. Aber auch, was ein Ziel ist von dem Verein, ist es, das, was im Konsortium, sage ich mal, das Ergebnis von dem Konsortium, was in dieser großen Gruppe geschaffen wurde, trägt nun der Verein weiter. Und da gab es zum Beispiel eben auch einen großen Bereich, das sind die Standards, da gehe ich später auch nochmal drauf ein, aber diese Standards, die in Catena-X-Umfeld entstanden sind, die wurden von Arbeitsgruppen, Expertengruppen erstellt und diese Arbeitsgruppen, Expertengruppen sind auch innerhalb von dem Verein koordiniert und die sind auch alle Teil oder Mitglieder im Verein. Und mit diesen Standards wird festgelegt, welche Daten braucht es und welche Daten müssen ausgetauscht werden. Das spiegelt sich dann in den Use Cases, da habe ich in dem anderen Webinar schon drüber gesprochen. Das wurde dort in diesen Standards festgelegt, also welche Daten brauchen wir in der Automobilbranche. Dann wurde von anderen Expertengruppen festgelegt, welche Technologien sollen genutzt werden. Und grundsätzlich kann man sagen, dass diese Standards sicherstellen, dass alle Lösungen, komme ich auch nochmal später, also ich wiederhole ein paar Sachen mehrmals, diese Standards stellen sicher, dass die Lösungen, die im Catena-X-Umfeld zur Verfügung gestellt werden, interoperabel sind. Das heißt, dass alles miteinander
oder alles zusammen funktioniert. Wie gesagt, da gehe ich später noch mal drauf ein. Ein Punkt noch oben zum Konsortium. Das ging 3 Jahre lang. Das ist im Sommer diesen Jahres hat das geendet. Und es gibt ein kleineres Nachfolgeprojekt, das nennt sich Catena X Next. Das ist ein abgespeckter Rahmen von dem, was in dem großen, sage ich mal, Konsortium entstanden ist. Gibt es jetzt ein kleineres Folgeprojekt, aber es wurde ja schon sehr viel geschaffen, der Verein und eben noch die anderen Partner, auf die ich jetzt gleich eingehe. Deshalb ja, gab es da jetzt nicht mehr so einen großen Fördertopf. So, wir hatten es vorher von den Anforderungen, die die Automobilindustrie, Hersteller, Zulieferer, aber auch IT-Dienstleister, wo alle zusammen gesagt haben, das sind unsere Anforderungen, das braucht's, das müsste umgesetzt werden. Das waren teilweise Business-Anforderungen im Sinne von, welche Daten brauchen wir, aber wie ich erwähnt habe, auch Technologieanforderungen, welche Technologien sollen verwendet werden. Und dafür gibt es oder wurde die Eclipse Tractus X Community geschaffen. Das ist die Entwicklungsumgebung, die im Rahmen von Catena X diese technischen Lösungen in diese technischen Anforderungen in eine Anleitung bringen, wie man das umsetzen kann, was technisch notwendig ist. Das nennt sich dann Referenzprojekte oder auch KITs, Keep It Together. Da wird dann eben pro Use Case grob oder pro technischer Komponente wird erklärt, technisch dargestellt, einmal technisch ausgearbeitet, wie das gelöst werden kann. Und das wurde in dieser Open Source Community erarbeitet. Das ist die Entwicklungsumgebung von Catena X. Und genau, diese schwarzen Balken, die man rechts neben Eclipse Tractus X sieht, das sind eben diese Pakete, diese Anleitungen, diese Kits, Keep It Together, Beschreibungen, wie man diese Lösungen anwendet oder wie diese Lösungen technisch aussehen. Und das steht öffentlich zur verfügbar im Tractus X Projekt. Und damit ist Catena X auch oder zumindest die Lösungen im Eclipse Tractus X-Bereich sind eine FOSS-Lösung. Das heißt Free Open Source Software. Also jeder, der jetzt sagt, ich möchte gerne bei Catena X mitmachen, kann sich auf der Eclipse Tractus X-Seite alle Infos anschauen, sieht die Anleitungen, den Code, alles, was da entwickelt wurde, was zur Verfügung steht, frei zur Verfügung. Genau. So, jetzt ist es aber natürlich so, ist dann auch ganz klar gewesen in diesem ganzen Konstrukt, es kann nicht eine Open Source Community ein solches Projekt stemmen. Das kommt an gewisse Grenzen und man braucht Unternehmen, die hier die Verantwortung übernehmen. Deshalb wurde die Betreibergesellschaft Cofinity X gegründet von einigen Mitgliedern, die auch schon im Konsortium mit dabei sind. Und diese Betreibergesellschaft nutzt die Entwicklungen von Tractus X, diese Beispiellösungen, baut die ein bisschen um, passt die entsprechend den Anforderungen an und übernimmt das in die Betriebsumgebung von Catena X. Also Cofinity X ist die Betreibergesellschaft von Catena X. Man kann sich es auch ein bisschen so vorstellen, wie auf dem Handy hat ja jeder ein Betriebssystem und Cofinity stellt quasi das Betriebssystem für Catena X zur Verfügung. Und falls ich es gerade falsch gesagt habe, Cofinity X stellt das Betriebssystem für Catena X zur Verfügung. Und auf diesem Betriebssystem, auch ähnlich wie bei einem Handy, können Apps drauf aufgebaut werden. Das sind beim Handy sind das zum Beispiel eine Kalender-App, eine Taschenrechner-App, ein Fitness-Trainer. Das sind ja diese Apps, haben das Ziel,
mein Leben einfacher zu machen, weil ich keine Lust mehr habe, im Kopf zu rechnen, weil ich keine Lust habe, in meinem Blog alles runterzuschreiben. Dafür gibt es diese Apps, weil die mir meine Prozesse, die in meinem alltäglichen Leben oder die ich habe, die mir mein Leben vereinfachen. So, das ist die Idee von Apps und die gleiche Idee gibt es auch bei Catena X. Nämlich die Applikationen, die auf Basis oder auch on top von dem Betriebssystem Catena X aufgebaut werden, die sollen ja uns auch das Leben vereinfachen. Und mit uns meine ich jetzt Ihnen als Unternehmen, sollen die das Leben leichter machen. Diese Applikationen dienen dazu, gewisse Prozesse, die im Unternehmen stattfinden, zu vereinfachen. Das heißt, Daten, die zur Verfügung gestellt werden sollen, dieser ganze Prozess, wie man an die Daten kommt, wie man sie abfragt, zur Verfügung stellt, all das wird vereinfacht mit Applikationen. Genau. Und wichtig, genau diese Applikationen werden wiederum auf dem Marktplatz zur Verfügung gestellt. Ich habe ja auch ein paar Mal das Wort live stehen, weil es kursierten teilweise auch noch die Meinung, dass Catena X noch nicht live ist. Catena X ist jetzt seit Oktober 23 live und es gab jetzt nochmal ein großes Release im August, beziehungsweise August, September. Und ja, alles live. Es gibt Unternehmen, die damit schon aktiv arbeiten und ja. Das zur Geschichte und zu den unterschiedlichen Partnern, die da mitmachen. Nochmal zusammengefasst. Man spricht bei Catena X häufig von einem Konsortium. Das war das Projektteam, dieses 3-jährige Projektteam, gefördert mit einem Fördertopf von der Bundesregierung zum Aufbau von Catena X. Ups, das wollte ich nicht. Der Verein erlaubt den Kartell oder schafft einen kartellrechtlich sicheren Raum, in dem die Unternehmen, die teilnehmen, zusammenarbeiten dürfen und kümmert sich, wie gesagt, um die Standards. Die Standards werden entwickelt von den Arbeits- bzw. Expertengruppen und da wird eben besprochen, welche Daten sollen ausgetauscht werden, welche Technologien sollen genutzt werden. Diese Themen werden, sage ich mal, von den Expertengruppen festgelegt und die Standards stellen eben auch sicher, dass Catena X interoperabel ist. Und dafür habe ich einen kleinen Vergleich mir überlegt, nämlich, kennt ja mit Sicherheit jeder, entweder von früher oder von eigenen oder jetzt von eigenen Kindern, dieses Klotzspiel. Und es gibt eben diese vorgefertigten Klötze, die in die Box, in die passenden Aushöhlungen rein müssen. Und das ist ein Prinzip, das wir heute immer mal wieder besprechen werden. Nämlich ist die Idee von Catena X, dass man sich auf diese Klötze einigt. Es gibt ein vorgegebenes Klotzformat, ein Dreieck für Use Case 1, also ein Dreieck zum Beispiel wie PCF-Daten, also Product Carbon Footprint Daten, CO2-Daten ausgetauscht werden sollen. So, das ist das Dreieck. So, dann gibt es für andere Themen ein Viereck, dann gibt es einen Kreis und so weiter. Und die Daten werden quasi immer in das gleiche Format gebracht für einen gewissen Bereich, in dem man die Daten zur Verfügung stellen möchte. Wie gesagt, wenn zum Beispiel ein Kunde von Ihnen anfragt, er möchte die CO2, also oder PCF-Daten haben, und das würde jetzt im Catena X-Rahmen passieren, wüssten Sie, okay, der will es im Dreieck. So. Und Sie wiederum können sicher sein, wenn Sie einmal Ihre Daten in das Dreieck gebracht haben, egal welcher Kunde fragt, egal welche Lösung Sie anwenden werden, also welche App Sie nutzen werden, es ist immer dieses Dreieck. Und das passt immer und überall rein. Das bewirken diese Standards, dass man einmal festlegt, die CO2-Daten sind ein Dreieck.
Ja, ich glaube, Sie haben es langsam verstanden. Und dadurch ergibt sich dieser standardisierte Datenaustausch, was natürlich auch eine erhöhte Effizienz mit sich bringt, weil Sie einmal Ihre CO2-Daten in diese Form bringen, die gefordert ist, und dann können Sie das allen zur Verfügung stellen. So, ich wollte hier noch was sagen, aber das sollte passen. Wir kommen da immer mal wieder auf dieses Beispiel zurück. Genau, gewährleistet Interoperabilität. Dadurch, dass Sie das in diesem Dreieck haben und alle wissen, dass die CO2-Daten in einem Dreieck geliefert werden, wissen ja auch wiederum alle, wenn Sie die Daten empfangen möchten, dass Sie diese Aushöhlung in Dreieckformat machen müssen. Also das ist dann auch wiederum das Thema Interoperabilität, also dass alles miteinander gleich funktioniert und dass man das so einfach wie möglich macht, dass alle wissen, wenn ich CO2-Daten will, ist es ein Dreieck. So, wir waren auch beim Tractus X, das ist diese Open Source, dieses öffentlich zugängliche Entwicklungsteam, wo jeder mitmachen möchte, jeder mitmachen kann, wenn er möchte. Und dieses Team liefert eben die Anleitungen bzw. Referenzprojekte für die technische Umsetzung der technischen Standards, wo es dann eben mehr darum geht, wie genau bringen wir denn die Daten in dieses Dreieck. Und genau das Thema Free Open Source Software, es können alle das, was auf Tractus X zur Verfügung steht, umsonst nutzen. Und zuletzt haben wir noch über Cofinity X gesprochen. Das war die Betreibergesellschaft, die unter anderem die Entwicklungen von Tractus X nutzt und in das Betriebssystem Catena X einbindet. Und darauf aufbauen können Unternehmen Applikationen bauen. Da gibt es zum Beispiel Siemens oder Circular, die haben Lösungen entwickelt, die eben als Applikation auf dem Catena X Marktplatz zur Verfügung stehen. So, dann habt ihr bestimmt auch schon von dem Catena X Ökosystem gehört. Da geht es darum, wie alles miteinander zusammenhängt. Welche Partner arbeiten denn bei Catena X zusammen? Das Ökosystem beschreibt schlussendlich einfach nur, wie die ganzen Player zusammenspielen und welche Player denn hier beteiligt sind. Wir haben oben den Verein. Der Verein hat die Verantwortung für die Standards und die Gruppen, die die Standards entwickeln. Wir haben es vorher davon gehabt, die Expertengruppen und die Arbeitsgruppen, die wiederum diese Standards, die vom Verein entwickelt werden, die werden unter anderem auch der Entwicklungsumgebung zur Verfügung gestellt und die Tractus X Community baut darauf aufbauend sogenannte Anleitungen, Kits auf, die wiederum teilweise von Cofinity X in die produktive Umgebung übernommen werden. Also da, wo wirklich, sag ich mal, die Daten ausgetauscht werden. Und diese Standards dienen auch natürlich als Basis für alle Applikationsanbieter, weil man ja wissen muss, in welcher Form müssen welche Daten zur Verfügung gestellt werden. Der Verein ist aber auch dafür zuständig, die Zertifizierungen durchzuführen. Das macht der Verein nicht selber, aber der Verein hat ein anderes Unternehmen damit beauftragt, aber grundsätzlich ist das auch im Verantwortungsbereich vom Verein, diese Lösungen zu zertifizieren. Und da geht es darum, dass zum Beispiel Service Provider, wie zum Beispiel eine Polygram, wir bieten Services bei Catena X an, wir wurden zertifiziert. Und so geht es auch anderen Beratungshäusern, aber auch anderen Service-Dienstleistern, die sich um die Registrierung oder technische Anbindung bei Catena X kümmern und das anbieten, die werden alle zertifiziert. Und natürlich auch die Applikationen. Alle Applikationen, die auf dem Catena X Marktplatz sind zertifiziert. So, das ist alles ein bisschen gemischt, weil alles zusammenhängt.
Aber jetzt kurz zum rechten Punkt, zum Datenraum, wo wirklich die Industrieunternehmen Daten austauschen. Und da gibt es einerseits den Data Provider, das ist das Unternehmen, was Daten zur Verfügung stellt, und den Data Consumer, das ist das Unternehmen, was so in der Rolle auftritt, dass es Daten empfängt. Und die tauschen im Datenraum Daten aus. Und optional können unterschiedliche Apps genutzt werden, um eben diese Daten auszutauschen. Von rechts sehen wir noch, das sind eben die Industrieunternehmen, die über Cofinity X oder über einen Service Provider in den Datenraum reingeholt werden, um dort mitzumachen. So, jetzt habe ich viel über den Datenraum erzählt. Da möchte ich gerne noch ein bisschen detaillierter reingehen. Weil es gibt zum Beispiel von Catena X auch eine Definition, die sagt, Catena X bietet den ersten offenen und kollaborativen Datenraum für die Automobilindustrie. So, weil wir eben solche Sätze sehr viel lesen, möchte ich da nochmal genauer drauf eingehen. Offen bedeutet einerseits, jeder, der mitmachen möchte, kann dabei sein. Man kann als zugelassener Contributor, heißt das, in der Entwicklungsumgebung bei Tractus X mitentwickeln. Oder man kann an den Standards mitwirken. Dafür muss man ein Vereinsmitglied sein. Aber wenn man das machen möchte, kann man Mitglied werden und kann einen Beitrag dazu leisten. Und offen bedeutet auch, dass es sich auch immer wieder an aktuelle Anforderungen anpasst. Kollaborativ natürlich, unterschiedliche Unternehmen arbeiten zusammen an einer Lösung. Und genau. So, nochmal zum Thema Datenraum. Datenraum bedeutet, dass sich Unternehmen über eine Plattform verbinden. Und die Plattform hier ist Catena X. Und man kann sich das eigentlich ein bisschen wie einen Marktplatz vorstellen, wo Sie und alle anderen, die Daten austauschen, als geprüfte Aussteller teilnehmen. Jeder hat seinen Stand, jeder entscheidet selber, welche Daten, welche Produkte ich anbiete. Und wenn jemand etwas kaufen möchte, kommt er auf mich zu. Wir starten ein Gespräch und wenn wir beide uns einig werden, gibt es einen Handschlag oder gibt es einen Vertrag und dann werden die Daten ausgetauscht. Das zum Thema Datenraum, Marktplatz kann man damit eigentlich ganz gut vergleichen. Ich habe es gerade schon angesprochen, Sie bestimmen selbst, welche Daten Sie teilen möchten, also welche Daten Sie auf diesem Marktplatz anbieten. Und ganz wichtig, es wird auch immer wieder von Datensouveränität bei Catena X gesprochen. Das bedeutet schlussendlich nur, dass technisch sichergestellt ist, dass Sie festlegen, welche Daten Sie teilen, mit wem Sie diese Daten teilen und wie lange Sie quasi diesem Partnerunternehmen, mit dem Sie die Daten teilen möchten, wie lange Sie Zugriff auf Ihre Daten geben. Das alles beinhaltet das Wort Datensouveränität. Das heißt, Sie bestimmen das. Und das macht deshalb Sinn, weil Sie bei Catena X Ihre Daten wie auf einem Marktplatz zur Verfügung stellen. Sie sagen quasi, das habe ich alles im Angebot und wenn jemand was möchte, dann kommt er zu Ihnen an den Stand und sagt, ich möchte gern dieses Datenpaket haben. Und deshalb, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen das nicht mehr anbieten, müssen Sie es vom Tisch nehmen, von Ihrem visuellen Markttisch und dann hat auch niemand mehr Zugriff darauf. Also Sie kappen dann den Zugriff und dann hat niemand mehr Zugriff darauf, außer Sie natürlich. Der Austausch erfolgt nach klaren Regeln, die Regeln und Standards. Die Regeln stellen sicher, dass der Austausch in einem gesicherten Umfeld stattfindet. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, dass sich jeder, der bei Catena X mitmacht, muss sich quasi ausweisen. Und der Austausch findet auch nur statt, wenn das für beide Seiten in Ordnung ist. Ja, genau. So,
Dann noch ein letzter Punkt, was auch beim Thema Datenraum relevant ist. Die Standards, die Formen, die bei Catena-X aufgebaut werden, die sollen auch mit anderen Datenräumen kompatibel sein. Wir sind wieder bei unseren Holzklötzchen. Die Holzklötzchen passen jetzt wunderbar in das Catena-X braune Häuschen, aber es wird auch sichergestellt, dass es auch in einen anderen Datenraum, also zum Beispiel von einer anderen Branche, da gibt es zum Beispiel Aerospace X oder Health X oder Manufacturing X oder Factory X für produzierende Gewerbe, weil sichergestellt werden möchte, dass die Formate, die bei Catena X festgelegt werden, zum Beispiel das Dreieck, dass das auch in anderen Datenräumen genutzt werden kann. Und genau, das ist natürlich besonders interessant und wichtig zu verstehen für Zulieferer in der Automobilbranche, weil viele haben natürlich die Befürchtung, dass sie jetzt ihre Daten in die Dreiecksform bringen, damit es zu Catena X passt, und für einen anderen Datenraum muss es aber viereckig sein und nächsten Kreis. Nein, das wird oder ist ein großes Ziel von Catena X. Da wird sehr aktiv dran gearbeitet, dass die Standards datenraumübergreifend, also auch mit anderen Datenräumen aus anderen Branchen kompatibel sind. Dann noch ein Wort zum Thema, dass der Austausch gesichert ist, dass es ein gesichertes Netzwerk ist. Das hat mehrere Perspektiven, sage ich mal. Nummer 1, ganz wichtig, jeder, der mitmachen möchte, muss sich registrieren, und bei der Registrierung wird man geprüft. So ein bisschen wie in einem Flugzeug. Jeder Passagier, der mitfliegen möchte, der durchläuft erstmal einen Security-Check. Da wird geprüft, dass keine gefährlichen Utensilien mit reinkommen. Man macht auch einen Check, ob wirklich die Person, die mitfliegt, auch wirklich die Person ist. Und dieser Check, dieser Security-Check, der wird durchgeführt während der Registrierung, damit Sie wiederum auch sicher sein können, dass wenn Unternehmen über Catena X auf Ihre Daten zugreifen, dass das alles verifizierte Unternehmen sind. Plus noch ein Punkt, wo ich jetzt nochmal, nein, ich springe nicht, wo ich noch drauf eingehen möchte, ist, Sie werden aktuell noch außerhalb von Catena X festlegen, dass ein gewisses Unternehmen, ein Kunde A, bei Catena X auf Ihre Daten zugreifen darf. Und das machen Sie in der Art, indem Sie von diesem Unternehmen, von dem Kunden, mit dem Sie ja Face-to-Face-Gespräche haben, die Business Partner Number bekommen. Die Business Partner Number identifiziert jedes Unternehmen bei Catena X. Da hat jeder eine Nummer. Das heißt, Sie bekommen über diese Face-to-Face-Kommunikation, diese Business-Partner-Number, und Sie können ja sicher sein dadurch, dass das die richtige Business-Partner-Number ist. Und nur für diese Business-Partner-Number, für dieses Unternehmen, Kunde A, geben Sie, oder mehrere, geben Sie eben Ihre Daten frei. So, das eben auch nochmal zusätzlich zum Thema Sicherheit. Dann natürlich das Thema Zertifizierung. Also jede Lösung, die im Catena X-Umfeld angeboten wird, wird geprüft, wird zertifiziert, dass es den Sicherheitsstandards entspricht, und dadurch werden natürlich auch Cyberangriffe verhindert. Und noch nochmal zum Thema Cybersecurity. Heute haben Sie wahrscheinlich eine Vielzahl an Schnittstellen, die Sie betreuen müssen, die Ihre IT-Abteilung betreuen muss und sicherstellen muss, dass das alles sicher ist. Mit Catena X haben Sie nur eine Schnittstelle. So, jetzt habe ich viel über Schnittstellen gesprochen. Da habe ich eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich, wie genau funktioniert das? Was genau steckt hinter diesen Schnittstellen? So, und dafür schauen wir uns jetzt ein bisschen an, was die Idee ist mit dem Datenaustausch. Und zwar sehen wir links
die Data Provider und rechts die Data Consumer. Nochmal erklärt, Data Provider sind die Daten zur Verfügung stellen und Data Consumer sind die Daten konsumieren möchten. Auf der linken Seite sind eben die Unternehmen unterschiedliche, mit unterschiedlicher Systemlandschaft. Alle haben ihre Daten überall rumfliegen. Und es gibt, man wird eine Middleware brauchen, das ist so eine Art Übersetzer, was Ihre Daten, die jetzt irgendwie rumfliegen, in die Dreiecksform bringen, Catena-X-konform, was dann eben dieses orangene Datenblatt darstellen soll. Und das wird über eine Schnittstelle, sage ich mal, dem Marktplatz zur Verfügung gestellt. Und diese eine Schnittstelle, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, Sie brauchen nur einmal diesen EDC-Connector, den Eclipse Data Space Connector, über den Sie auf den Marktplatz zugreifen. Einerseits, um Ihre Daten zur Verfügung zu stellen oder als Consumer, um Daten abzugreifen. Und wie gesagt, deshalb ist hier immer nur ein Pfeil in den Marktplatz rein. Sie stellen dann Ihre Daten zur Verfügung in so einer Art Katalog, wo Sie sagen, das sind meine Daten und Sie geben unterschiedliche Daten unterschiedlichen Firmen frei, dass die darauf Zugriff haben. Und wenn jetzt von der rechten Seite ein Kunde von Ihnen auf gewisse Daten zugreifen möchte, dann können Sie einfach sagen, hey, die liegen doch am Catena-X-Marktplatz, ich gebe dir Zugriff, ich gebe deiner Business Partner Number Zugriff auf meine Daten und dann kannst du sie abholen. Fertig. So ist der Plan, die Idee von Catena-X. So funktioniert der Datenaustausch und das ist eigentlich so das Herzstück. Ich kann nur noch mal sagen, wichtig auf dem Marktplatz ist, Sie können die Daten ausstellen und nur wenn Sie für diesen bestimmten Kunden ihre Daten freigegeben haben, dann kommt es zum Austausch, sonst nicht. Und wie gesagt, Sie stellen einmal Ihre Daten zur Verfügung in dieser Form und alle Kunden, die auf Sie zukommen und sagen, ich möchte auch diese Daten von Ihnen haben, können Sie sagen, wunderbar, über Catena-X, wo wir jetzt ja alle unsere Daten austauschen, kannst du einfach darauf zugreifen, wenn ich dir den Zugriff gebe. Und das ist eben diese sehr vereinfachte Idee von Catena-X. Auch natürlich super für die Consumer, weil die ja auch wissen, die kriegen alle von ihren zig Lieferanten, kriegen die alle ihre Daten in diesem Dreiecksformat und können damit natürlich dann auch sehr viel einfacher arbeiten. Die werden dann wahrscheinlich dieses Dreiecksformat auch auflösen und in ihre unterschiedlichen Systeme einbeziehen. Aber grundsätzlich die Idee ist auch für Data Consumer natürlich extrem interessant. Ja, und das ist meiner Meinung nach die große Schönheit bei Catena-X. Wir sind jetzt auch am Ende und ich bin auch fast am Ende. Ich möchte nochmal, also nicht am Ende, sondern am Ende vom Webinar. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, warum es sich lohnt, bei Catena-X mitzumachen. Nummer 1 wird Catena-X der neue Standard für den Austausch von Daten in der Automobilbranche. Das fängt heute mit gewissen Bereichen an. Das wird einen gewissen Fokus auf PCF, also Product Carbon Footprint, also Nachhaltigkeitsthemen haben. Das wird einen Fokus haben auf Rückverfolgbarkeit. Das wird einen Fokus haben auf, nennt sich Demand and Capacity. Das sind diese unterschiedlichen Use Cases. Gerne in mein anderes Webinar bei YouTube reinschauen. Das ist natürlich erstmal der Fokus, aber das Thema Austausch von Daten, das hört ja nirgends auf. Cofinity X hat zum Beispiel jetzt auch eine Lösung, dass man Zertifikate zur Verfügung stellen kann, wo Sie ja mit Sicherheit heute auch schon damit kämpfen, weil Sie unterschiedlichen Unternehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Zertifikate zur Verfügung stellen müssen, die sich immer wieder updaten. Also das wird alles sehr stark vereinfacht durch dieses Marktplatzprinzip. Sie stellen es einmal zur Verfügung und jeder, der es braucht, holt es sich ab. Der Standard wird abgestimmt mit Standards in anderen Branchen. Das heißt, wenn Sie Zulieferer in unterschiedlichen Branchen sind, keine Sorge,
Das wird aufeinander abgestimmt und wenn Sie heute das für die Automobilindustrie anbieten, dann wird das auch vergleichbar sein mit der Aerospace-Branche, mit produzierendem Gewerbe und so weiter. Auch nochmal wichtig, Sie brauchen nur einmal diese Schnittstelle, einmal diesen EDC, den Sie bei sich in der Landschaft, in der Systemlandschaft quasi mit integrieren und darüber läuft dann der Datenaustausch. Ab 2025 werden auch einige Automobilhersteller in den Ausschreibungen Catena-X fordern. Da geht es dann darum, dass eben gefordert wird, diese Business Partner Number, dass sie registriert sind bei Catena-X und der spezielle EDC, der hat auch für jedes Unternehmen eine identifizierende Nummer. Das wird bei einigen Automobilherstellern ab 2025 kommen. Und natürlich viele weitere Vorteile, wie dass es ihre Digitalisierung vorantreibt, weil sie natürlich prüfen müssen, welche Daten sind gefordert, habe ich die Daten digital und so weiter, wo liegen die. Sie werden sich die Prozesse anschauen, wo kriege ich die Daten her, dadurch werden sie wahrscheinlich bestenfalls auch ihre Prozesse optimieren und so weiter. Also ja, ich bin überzeugt, dass Catena-X der neue Standard sein wird, dem Sie über kurz oder lang über den Weg laufen werden. Und starten Sie am besten jetzt. Jetzt sind die, sage ich mal, die Fokusthemen noch überschaubar, aber es wird immer mehr, es wird monatlich mehr an Use Cases, an Anwendungsfällen, die da erarbeitet werden. Zusammenfassend hoffe ich, dass Sie einiges mitnehmen konnten. Ganz klar, ich kann nicht in dieser Dreiviertelstunde alles erklären und oder alles perfekt erklären, aber ich habe es versucht und ich hoffe, Sie konnten wirklich ein bisschen besser verstehen, was ist Catena-X, was steckt dahinter, was ist Datenökosystem, Datenraum, Datensouveränität, dass ein bisschen mehr Klarheit ist bei diesen Begriffen und auch, wie Catena-X funktioniert. Sollten Sie trotzdem Bedarf haben, können Sie natürlich gerne ein kostenfreies persönliches Gespräch mit mir vereinbaren. Wie gesagt, Sie bekommen ja die Slides, da ist der Link drin. Und noch abschließend gesagt, wir von der Polygran helfen von der Beratung bis zur Anbindung, bis zur Integration in Ihre Systemlandschaft. Das machen wir, weil wir wissen, dass das gebraucht wird bei Catena-X. Und ich hoffe, Sie haben einen guten Eindruck bekommen.